So, und damit hallo und herzlich willkommen zum großen Diablo-Abend. Der große Entwickler-Stream startet in ganz genau, müsste ich jetzt mal eben selber gucken, wie viel Zeit haben wir denn noch? In 14 Minuten und 44, also um die 40 Sekunden. So lange schnacken wir hier jetzt noch ein bisschen. Zum einen darüber, ich kann mich hier auch noch mal ein bisschen größer machen. So, natürlich zum einen darüber, was uns heute erwartet und natürlich insbesondere noch mal darüber, was für eine Überraschung denn heute angekündigt wird. Es war ja schon im Vorfall klar, dass, oder Ubisoft hat angekündigt, dass sie heute eine Überraschungsankündigung machen. Also eine Ankündigung, eine geheime Ankündigung, von der wir alle noch nichts wissen. Ja, was könnte das wohl sein? Es gab außerdem noch einen ganz interessanten Twitter-Post vor ein paar Stunden, der vielleicht so ein bisschen erahnen lässt, was das für eine große Ankündigung heute sein könnte. Ich guck mal gerade, ob ich den spontan noch mal finde. Ähm, und zwar wurde da gepostet bei den Diablos. Wo haben wir es denn? Ich finde es tatsächlich. Ach, genau. Und zwar hat Green Fairy getweetet: Need more Diablo 4 Game Time having withdrawal. Und Diablo hat geschrieben, also der offizielle Account, that can be arranged. Ähm, Was letzten Endes mich vermuten lässt, dass die überraschende Ankündigung heute, ich bin auch ein bisschen überbelichtet wieder, war. Kann man das irgendwie, kriegen wir das geregelt? Weiß ich noch nicht. Also meine Vermutung ist Ubisoft? Nicht Ubisoft, Blizzard. Himmel, Herrgott nochmal. Natürlich Blizzard, nicht Ubisoft. ähm, Erzähl da was von Ubisoft in einem Diablo-Event. Ist auch nice. Nein, Blizzard hat natürlich getweetet, nicht Ubisoft. Meine Vermutung ist folgende. Also es wurde ja vorher schon viel spekuliert, von wegen, könnte es eine neue Klasse sein, die wir bekommen. Das glaube ich tatsächlich eher weniger, einfach aus dem Grund, es wird mit Sicherheit früher oder später eine neue Klasse geben, das ist klar. Aber es wäre rein strategisch, glaube ich, nicht klug, wenn Blizzard jetzt vor Release noch ankündigt, dass sie zu Release noch eine neue Klasse raushauen. Twitter oder Twitch. Alter, ich bin heute total durcheinander. Twitter. Auf Twitter wurde getweetet. Auf Twitter wurde getweetet von Blizzard. Ach, Kinders. War ein harter Tag. I'm sorry. Also, auf Twitter hat das Ganze natürlich Blizzard getweetet. Und nicht Ubisoft auf Twitch. So. Direkt schon mal schlechten Eindruck hinterlassen hier. Egal. Also, zu den Klassen. Ich denke nicht, dass sie ankündigen, dass sie noch eine neue Klasse raushauen werden bis zu Release. Das wäre einfach strategisch sehr unklug, weil früher oder später wird mit absoluter Sicherheit eine neue Klasse kommen, die wahrscheinlich auch der Paladin oder der Kreuzritter sein wird. Also irgendwas in diese Richtung. Ähm, Je nachdem, wie man es dann eben nennen will. Das ist ziemlich sicher, aber es ist natürlich viel, viel schlauer, wenn Blizzard das in Form eines Bezahl-DLCs oder so raushaut. Ich denke nicht, dass es das for free noch zu Release geben wird. Was ich vermute, aufgrund dieses Tweets auf Twitter von Blizzard, also von dem Entwicklerstudio von Diablo, Schrägstrich Blizzard, ähm, dass wir noch eine Beta kriegen. Ich denke, die überraschende Ankündigung wird heute sein, entweder noch eine zweite Beta, aus der wir vielleicht dann sogar unseren Fortschritt mit ins Hauptspiel nehmen können, oder vielleicht sogar, wobei das ist eher unwahrscheinlich, aber das halte ich für wahrscheinlicher zum Beispiel als noch eine zusätzliche Klasse. Vielleicht sogar, dass man den Release noch ein paar Tage nach vorne verlegt, ähm, im Zusammenhang mit dem Kauf einer Gold Edition oder so. Keine Ahnung. Aber was ich für sehr wahrscheinlich halte, ist, dass es
noch eine zweite Beta-Phase geben wird. Das würde zu dem Tweet auf Twitter von Blizzard eben ganz gut passen. Eben dieses sinngemäße, ne, hier, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Spielzeit in Diablo 4. Und der Diablo-Account sagt dann, das kann man arrangieren. Das lässt darauf vermuten, dass eben heute noch eine zweite Beta angekündigt wird oder eben ein noch früherer Start. Ich meine, das Ding hat jetzt Goldstatus erreicht. Das heißt, eigentlich ist das Spiel fertig und kann in die, wie wir früher gesagt haben, kann in die Pressung gehen. Und ja, warum nicht? Warum nicht sagen, wir hauen das Ding noch mal eine Woche früher raus? Aber wie gesagt, ich würde einen Zehner drauf wetten, dass die überraschende Ankündigung heute sein wird, wir machen noch eine Beta. Meine Vermutung. Was denkt ihr? Ist das realistisch, was ich mir hier zusammengesponnen habe, oder ist es weniger realistisch? An der Stelle natürlich jetzt schon mal Hallo an alle, die eingeschaltet haben. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch das Ganze mit mir anschaut. Es startet um Punkt 20 Uhr. Ich habe den Countdown hier im Hintergrund schon laufen. Gleich die letzten Minuten lasse ich auch den Countdown mit euch zusammen natürlich oder mit meiner Fresse zusammen, je nachdem, wie man es sieht, durchlaufen. Aber ich habe mir gedacht, dass es mit ein bisschen Spielszenen im Hintergrund ganz nett ist. Kommt am 6.6. raus. Ja, kommt am 6.6. raus. Und für Leute, die Deluxe oder Ultimate gekauft haben, die können ab dem 2.6. sogar schon spielen. Paladin ist die Vermutung plus Beta. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die noch eine Klasse zu Release raushauen. Ich kann mich irren, aber wie gesagt, wenn man noch den Paladin oder man kündigt den Paladin jetzt schon an als DLC für den Start der ersten Season. Weil wenn das Ding startet am 6.6., 2.6., wie auch immer, dann läuft ja noch nicht die erste Season. Die startet ja erst irgendwie ein paar Wochen nach Release. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass man eben sagt, hier, ihr habt ihn euch alle gewünscht, da ist er, der Paladin, der wird zur ersten Season kommen und der wird euch günstige 14,95 € oder so kosten. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, wie gesagt, also von daher, meine Top-Vermutung ist Beta. Eigentlich diese Vermutung mit, wir stellen die Klasse schon mal vor, also wir zeigen den Leuten schon mal hier, es wird den Paladin geben und kündigen ihn für den ersten DLC an, ist, glaube ich, meine Top 2. Top 3 wäre tatsächlich, wir ziehen den Release um eine Woche vor oder sowas, weil eben schon Goldstatus, alle warten drauf und da habt ihr. Und wirklich, die letzte Vermutung sogar ist, dass eben direkt zu Release noch eine Klasse kommt. Das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Vielleicht mit Paragon Board zum Reinschnuppern. Genau, also irgendwie sowas. Das vermute ich auch. Wir haben ja in der Beta bis jetzt eigentlich, also die Beta war groß, die war super umfangreich gewesen, gar keine Frage. Aber wir haben ja viele Teile des Spiels noch nicht gesehen. Und ich finde, was Rein Ruhrgestein da schreibt, finde ich sehr treffend, dass man vielleicht wirklich noch eine Beta raushaut. Oh, da passiert gerade was. Dass man eine Beta raushaut und dazu. Ich mach mal hier im Hintergrund ein bisschen an. Ich glaube, es läuft einfach nur der Trailer jetzt. Ja, das Ding kennen wir schon, den Trailer. Den lasse ich trotzdem mal im Hintergrund jetzt laufen. Ist ja ganz nett. Also, dass man eben noch eine Beta raushaut und da wirklich dann schon mal das Paragon-Board zum Beispiel, dass man hier gleich auch sieht. Also, das ist ja dieses Entwickler-Update, was die vor 2 Wochen einmal rausgehauen haben. Da erzählen sie eben auch über das Paragon-Board und so. Und das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es noch eine Beta gibt, wo wir das ausprobieren können. Doch, Schlecki, ganz klar Parler plus Beta, dass wir ihn testen können. Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht. Also, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich würde mich natürlich auch drüber freuen. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages geht es hier auch um Geld. Also auch bei Blizzard geht es am Ende des Tages um Geld. Und die wären schön doof. Sie haben 5 Klassen zu Release. Das ist eigentlich ein stabiles Aufgebot, wenn man die 6. Klasse einfach for free zu Release rausgibt. Also dann wirklich eher so, dass man sagt, hier, Paladin wird einen Monat nach Release als DLC veröffentlicht, den ihr kaufen könnt. Das denke ich. Ja, an der Stelle übrigens nochmal Hallo an alle. Schön, dass ihr da seid. Da habe ich eben irgendwie abgebrochen. Wir sind schon 125 Leute hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, gerne noch einen Daumen da lassen. Nämlich zu 125 Zuschauern haben wir erst 18 Daumen. Das ist wenig. Liegt wahrscheinlich dran, weil ich am Anfang Twitter mit Twitch verwechselt habe und Ubisoft mit Blizzard. Aber vielleicht gibt es ja jetzt noch den einen oder anderen Almosendaumen. Also Dankeschön. Ähm, Noch eine Beta, für viele dann schon die 3. wäre schade, zumindest wenn dann wieder alles weg ist. Ja, stimmt auch. Also von daher sage ich ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht eine Beta wird, bei der man dann eben den Fortschritt mit ins Hauptspiel nehmen kann. Das schreibt Sascha auch. Nee, ich glaube, das ist eine Beta ohne Charakterlöschung und die dann im Release endet. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Meine Vermutung ist Demo und Release vorziehen. Liegt auch ein bisschen nahe. Also habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ist nicht unvorstellbar, weil das Ding eben schon Goldstatus jetzt erreicht hat und die Leute so gehypt drauf sind und man dann natürlich auch, wenn wir jetzt wieder bei diesem wirtschaftlichen Denken sind, könnte man natürlich noch früher anfangen, damit Geld zu generieren, könnte dementsprechend auch noch die Seasons vorziehen und somit auch die Microtransactions und so. Ähm, genau. Aber mal gucken. Die ändern das System, warte mal, Paragon Board auf keinen Fall, denn dann müsste man in der Beta auf Level 50 gehen können und das passiert keinesfalls. Die ändern das System sicherlich nicht, dass man das Paragon. Naja, dann, also, wenn sie das Paragon Board verfügbar machen, vielleicht wird es auch eine Endgame-Beta. Sowas gab es ja schon wirklich closed. Also, es gab ja schon eine Beta vor der Beta oder den beiden Betas. Nee, keine Beta, was war das? War es auch eine Beta? Es gab auf jeden Fall schon eine Version, die für einige wenige spielbar waren, bevor wir die Closed und die Open Beta hatten. Und da konnte man auch das Endgame ausprobieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht diese Presse-Beta, die es mal gab, dass sie die noch mal öffentlich machen, wo man dann eben als Spieler von mir aus auf Level 50 startet und einfach ein bisschen rumexperimentieren kann. Könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, Schön mal wieder einen Herrenabend mit Seniors Schleck. Gibt's auch öfter. Hatten wir gestern? Was gestern? Nee, vorgestern hatten wir das doch auch mit Battlefield. Den Release können sie eigentlich nicht verschieben. Die CDs müssen produziert und versendet werden und das ist logistisch ein Albtraum, wenn es noch früher erscheint. Ja, das stimmt, aber mittlerweile ist ja einfach so wenig CD und oder DVD oder Blu-ray, whatever, ähm, dass ich es nicht für unmöglich halte. Die meisten Vorbestellungen werden digital sein und weiß ich nicht. Release vorziehen ist nicht real, weil alle schon Urlaub etc. geplant haben. Ich glaube, das ist Blizzard ziemlich scheißegal, wer seinen Urlaub geplant hat. Ähm, Papierkarte, neues Mitglied. Papierkarte ist schon länger Mitglied. Der ist schon länger Mitglied. Der ist schon länger Schleck-Member. Wir haben ja ein paar wenige Leute, die hier tatsächlich Kanalmember sind. Also an die auf jeden Fall auch nochmal herzlichen Dank für die Mitgliedschaft und für den Support an dieser Stelle. Ähm, Ich hoffe auf ein DLC Nummer 1. Ja, wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie eben ähm, ja nicht wirklich ein DLC, sondern einfach die erste Season mit dem neuen Charakter Paladin oder so ankündigen. Ankündigung. Ich habe mir die Ultimate geholt, werden noch Ultimate. Aha.
Ja, eine Endgame-Beta könnte natürlich sein, vor allem nach diesen ganzen Endgame-Leaks. Genau, nämlich aus dieser wirklich geschlossenen, ich sag mal, Pressebeta, die es da gab, kannst du mittlerweile so viel auf YouTube sehen. Das ist, wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn man das macht. So, das Video ist vorbei. Ist es jetzt soweit? Dann muss ich ja mal eben schnell hier lauter machen. Diablo 4 Developer Livestream Update. I'll be your co-host. I'm a YouTube content creator and professional Diablo fan. And I want to thank the Diablo team for having me here today. We're going to be diving into some juicy topics, and we have with us some folks who will take us through those. We have with us... Hi, I'm Joe Shelley. I'm the game director for Diablo 4. And for folks watching us here and keeping an eye on chat, please keep an eye on the cameras. If they start spinning end over end, you know we had a bad problem and we're not going to space today. Okay. Fair. Okay, I'm Joseph Pipora. I'm the Associate Game Director for Untertitel Diablo gibt es 4. leider nicht, also müssen wir da so I'm irgendwie Adam durch. Fletcher. I'm the Associate Director of Community for the Diablo franchise. So we have a lot to talk about today. We have Riker here. Thank you again, Riker, for joining us to be our host for this actual live stream itself. And we did want to actually do a few quick agenda items and so forth beforehand. Just a reminder to everyone that Diablo 4 obviously is coming out in June, and you can still pre-order. Yeah. We do have Deluxe and Ultimate versions available for pre-order, or you can pre-order jetzt just schon the base game gesagt itself. hat, But the es Deluxe erscheint im and Ultimate Juni, versions actually give you ist early schon access, mal so there should be a QR code on die screen if you Spekulation, want to dass es pre-order der Release for vorgezogen Deluxe wird, or ist damit Ultimate schon mal versions of the raus. game. Today, though, we have a ton to talk about. We expect this stream to be about 90 minutes or so, because we want to cover a lot of different topics. One being endgame, the other one being some class balance changes in regards to some of the beta feedback that we ended up receiving, as well as the dungeon feedback that we also received during our beta learnings that we actually posted last week. So without further ado, I'm going to stay quiet for most of the stream. You'll see me more towards the end, but I will pass it off to Riker to kind of start. I'll be on Twitter the whole time. He's very busy. Yes, I'm looking at chat. Yeah. Yes, I'll be looking at chat because we will be doing Q&A afterwards. True. But I will pass it off to Riker because obviously, Riker, you've had quite a journey in getting down here, and of course, over the past week, you've been able to play the latest builds of Stimmt, da stehen ein paar Diablo 4. richtig geile We'd love to Sachen get im your take Hintergrund. and kind of hear, like, how was it? Yeah, I mean, absolutely. So I've been waiting for Diablo 4 since years before it was ever revealed. I've been waiting so long, I'm literally transforming into Deckard Cain. I mean, look at me. So yeah, when you reached out for the chance to come to the offices, play the latest build, then getting to come here, getting to experience it, getting to talk to some awesome people who gave me geht's awesome erstmal darum, insight wie into er the build, angekommen into the ist und systems, so weiter und so fort. get to Sie play haben with eben schon mal decked out gesagt, characters, worum es endgame heute builds, seeing all the auch synergies coming together with the hauptsächlich items, gehen the wird, Paragon ist builds and eigentlich everything. das, was wir in It's dem really Video been a von blast. eben, also das, was Good wir to schon hear. kennen, I bereits know gesehen haben, one of the first topics that we eben wanted das to jump Beta-Feedback, into was, was sie daraus I believe jetzt it was machen like und vor allem talking Dingen a auch little das bit more about the Dungeon-Feedback world tiers aus and the den capstone beiden dungeons, I believe. Yeah, because that's Betas, basically I guess the gateway was into all the da other nun topics, passieren right? wird. Ein Because bisschen you was have wissen wir the ja world tier schon, system is like the different difficulties aber da and soll the es heute capstone dann wohl noch mal dungeons ins is how Detail you gehen. unlock those and then get access to all that endgame stuff. So I think we have some footage to show while Joe, you want to talk us? Yeah, let's talk about this. So yeah, I guess the first thing we want to talk about here is when players are going through the base game experience, they're finishing the campaign, they reach level 50, they get to move into their first world tier content, which is the Genau, wenn du Nightmare einmal tier. die Kampagne Before they durch gain access hast, to that, they gehst du actually are ins going to have nächste to go World through Tier, what we ist call klar. one of our end cap dungeons. These are longer and more challenging dungeon spaces that have big like boss encounters mixed throughout. They kind of serve as like milestones where players are expected to pass in order to gain access to that next world tier. Now, Riker, when you were playing, you had a chance to actually check out your first NCAP dungeon, at least as part of this test. Like, what was your experience playing through this? Yeah, so the first NCAP dungeon, all right. Okay. I was one of those guys who was saying veteran difficulty is too easy, crank it up. So NCAP dungeon, I think the first one, it's recommended level 50. I was level 45, thought I was a hotshot, went in there. It was a humbling experience. That's how I discovered that, yeah, if you die enough times, you got to go back to town to repair your gear. So hardcore players beware. I had to learn like boss mechanics, study, adjust my build, and eventually put my tail between my legs, go power up a bit more before trying it again. But then conquering it felt like a really great achievement, very satisfying.
Okay. Yeah, these aren't really spaces we expect players to want to go and like try to farm. Ich mache das live ein bisschen leiser, damit man mich ein bisschen besser hört. Gates for players to pass or to gain access to that nightmare tier. Once the players actually get into this next world tier 3. Also was hier gerade ganz interessant war, er hat erzählt, er konnte schon mal so ein Endgame-Dungeon ausprobieren. Es ist ja klar, dass wenn wir die Kampagne durchhaben und dann auf Level 50 sind, also roundabout Level 50, wir haben die Kampagne durch, nächstes World Tier und so, vorher gibt es nochmal diese Endgame-Dungeons, die besonders groß und besonders schwer sein sollen. Er erzählte nun, also er durfte einen ausprobieren, einen dieser Endgame-Dungeons, und der war empfohlen für Level 50. Und vorher war er schon immer der Meinung gewesen, gerade was so das Endgame und sowas angeht, dass die Entwickler das ruhig ein bisschen schwerer machen könnten, ein bisschen knackiger. Also das war ihm bis zu dem Punkt eigentlich zu easy. Und dann ist er halt so in einem Schnellschuss quasi mit Level 45 in so ein Endgame-Dungeon reingegangen und musste dann eben tatsächlich auf die harte Tour, also hier der Riker, auf die harte Tour lernen, dass das dann wirklich richtig hart war. Er musste neue Bossmechaniken lernen und so weiter und so fort. Und es war wohl richtig schwer. Und ihm blieb dann auch nichts anderes übrig, als zwischendrin in die Stadt zurückzugehen und eben komplett seine Sachen zu reparieren. Was für uns letzten Endes bedeutet, die Endgame-Dungeons sind Stand jetzt halt nicht so, dass du da mit Level 40 reingehen kannst und alles durchballern kannst, sondern das werden dann richtig harte Brocken werden. Monsters have certain cooldowns between their attacks. They have logic for how they do targeting. They have projectiles. Some projectiles have seeking, True, yeah. So they can home to some extent. And they have some logic about Ich hoffe, how mit dem they Sound group geht's up jetzt and so. how they decide which people to target. And so a lot of those different parameters we adjust as you go up in world tiers to make the monsters more threatening. Because of course the players are getting more familiar with the game. They're getting more skilled. And they're also getting access to more tools in terms of new abilities through legendary powers or even unique items. Right? Yeah. One of the things we wanted to make sure we didn't do too much is it's easy for us to imagine that we could just make the game more difficult by increasing the damage the creatures deal or increasing the amount of hit points they have as you're going through these encounters. But we wanted to make sure that the world felt more dangerous as you progress into these higher world tiers, and that requires more work when working with monsters and those various encounters to kind of like create that extra level of challenge. Did you kind of determine and sense anything like kind Okay, of das ist auch interessant. Erzähle ich gleich was zu. Tiers 3 or 4? Oh, I definitely felt it. You stated in the difficulty descriptions, I guess I just glossed over it and I just expected more damage, more health. Yeah, I know how difficulty works. But I was starting to feel, oh, the world just seems more hostile, more aggressive. And that's when I realized, oh, there's a lot more at play in the increased difficulty here than just bigger numbers, which is nice. Okay, das ist auf jeden Fall auch interessant. Also wenn ihr im World Tier aufsteigt, also eine neue Weltstufe erreicht, dann ist es dieses Mal nicht so, dass das passiert, was eigentlich sonst immer passiert. Also einfach, die Monster halten mehr aus und die Monster teilen mehr Schaden aus, sondern die ganzen... Also die ganze Welt soll nochmal bedrohlicher wirken, weil die Monster sich auch nochmal anders verhalten. Ich denke mal, die werden dann auch noch andere Skills rausballern oder was weiß ich, sich aggressiver verhalten. Und das soll dann eben neben dem wahrscheinlich gesteigerten Schaden, den sie raushauen und der gesteigerten Lebensenergie, soll das eben dann nochmal den Schwierigkeitsgrad anheben, sodass jedes World Tier einfach auch nochmal eine neue, dezent neue Erfahrung sein wird. And basically that flow means that as you're leveling up and you're fighting more challenging things, you're going to continue to like slowly upgrade all of your gear over time. You'll find a ring here, and a helmet there, a pair of gloves. That's great. That's how we want you to kind of like get exposed to itemization systems as you're progressing through initially in the game. But once you get into World Tier 3, things change a little bit. So items that drop you have a chance to be sacred. Not every item in World Tier 3 is sacred by default. The higher the level of the creature that you're fighting, the more likely the chances that items dropped from that creature will be sacred in nature, or also based on the kind of content you're completing. But sacred items, when they drop, they drop at a very large range in terms of the power that they can have. So you could get into World Tier 3, you could kill a pack of elites in your first dungeon in World Tier 3 at level 50. And you can get an item out of that group. Maybe it's a rare item that drops up in that group that is powerful enough that could serve a level 70 character. The sacred item tier basically is going to have gear in it that goes from level 50 all the way up to level 70 in terms of like the power swing there. Once you get a little bit higher, it's a little more likely to get slightly higher in the range, but it's very likely you can get those really, really great drops really early,
which we think is super exciting because we want you to be trying to like always be looking for like just the right ring, and it could show up like your best in slot ring for that for a sacred tier might show up at level 51, and that might be the one that you want to hold on to for the entirety of that tier. And you're talking about when you're talking about these sacred items, the level requirement for this ring, for example, is not 70, right? No. So the level, that's a great point, Joe. So the level requirement for this is actually to be set at the level at which you actually loot the item. Oh, so once this again, is nice. You have trading in the game. If you are level 50 and you get a really, really great ring drop, that's going to be good for not quite your build, but like maybe you're playing a bleed barbarian. And this is really, really good for like a berserk build or like a big fury build. And you say, okay, I want to give this to. You can hold on to it. That could be a really valuable item to trade. Because it could be that it's eye power such that it's like really good for level. Okay, ich versuche das mal zu erklären, so wie ich es verstanden habe. Ab World Tier 3 können dann diese sogenannten Sacred Items droppen. Und bei denen ist das Interessante, dass die eben auch nochmal einen eigenen, ich sag mal, Level im Level haben. Also du bist Level 50, hier, da sieht man die Dinger. Und diese Sacred Items können dann nochmal diesen Level, den sie haben, der kann irgendwo variieren. Aber das muss ich mir nochmal in Ruhe anhören. Ich versuche es gerade mal so weit wiederzugeben, wie ich es verstanden habe. Also der kann variieren zwischen Level 50 und Level 70. So, zufällig. Das Nice dabei ist dann eben, dass der Ring für euch trotzdem benutzbar ist auf dem Level, auf dem ihr ihn gedroppt bekommen habt. Also ihr seid Level 50, der droppt, hat dann in dieser Sacred-Spanne irgendwas Richtung, sagen wir mal, Level 68 und ihr könnt ihn trotzdem tragen, weil das Requirement bei 50 liegt. Hone in on certain kinds of builds and gets them excited about the potential of like kind of taking all these different Legos and kind of putting them together. Can I say Legos on stream? Yes. Legendaries, yeah. Legendaries is what I'm talking about. So once you get all of these legendaries together and you put them together, that's gonna be really, really fun. So that's part of the fantasy we think of legendary items. Did you actually get a chance when you're going through 1 to 50? There's only a certain number of these that are actually available. But when you get into World Tiers 3 and 4, more legendary powers are available. Did you get a chance to see any like new legendary powers as you were playing? Oh yeah, I mean I definitely got to see a variety of legendary powers. I got a certain number of drops. Drop rates didn't feel out of control, but you guys gave me some pre-made characters as well that were decked out with builds, and I saw lots of cool synergistic powers that came together to really make a build flow well. And I think my favorite power was probably on actually a unique item, and it was for the druid that made your werewolf form your true form. Mm-hmm. So I know a lot of people have been saying, hey, can I just be a werewolf all the time? Yep. Yes, you can. Yeah, that's the next step, right? So unique items. So unique items only begin to appear when players enter the Nightmare tier. So once you're in World Tier 3, there's a low chance that some of the game's unique items will begin to appear for players as they're progressing. Okay, ab World Tier 3 gibt es dann diese Unique Items. Oder die Named Items, wie man sie, glaube ich, früher genannt hat. Sieht man hier schon Word of Hakan und Gloves of the Illuminator und so. Und die haben dann halt immer noch so ganz besondere Abilities dabei. Really, really cool stuff. Also der Riker erzählte eben zum Beispiel, dass er in einer der Anspielsessions eben so einen fertigen Druiden spielen durfte, der schon komplett mit Items und so ausgestattet war. Und der konnte zum Beispiel aufgrund, ich weiß nicht, ob es aufgrund eines Uniques war oder aufgrund des Sets, der konnte durchgehend in der Werwolf-Form bleiben, was ja nun ziemlich nice ist dann. Ne? Also, this is a good way for people to kind of see the new font changes and so forth that based off the beta learnings that we actually ended up posting last week. Yeah, we'll get more into the beta learnings later in the live stream. We'll go over them in a lot more depth. But yeah, absolutely, the font was a great example. I mean, I think we added at least 20% more serifs to the game. More serifs. Significantly more serif, yeah. But no, seriously, people pointed out that the font, while highly readable, and we spent a lot of time thinking about how the game is going to display on all kinds of different screens, different aspect ratios, TVs, right? And so we want the font to be highly readable in all of those situations. But it didn't feel as much like Diablo as it could have, and so we went back and looked for a font that was still highly readable but had more of a Diablo thing. And it's just a great example of
players pointing something out and us being able to react to it. Ich kann jetzt schon spüren, wenn das erste Unique Item droppt, was das für ein nicer Moment wird. Da freue ich mich jetzt schon drauf. It's an activity where, well, I guess you can dive into how exactly you can target farm specific item slots to hunt for specific unique items. And it's going to be one of the main endgame activities that we'll be partaking in, right? Yeah, absolutely. So as I mentioned before, once the player gains access to Nightmare Torment here, they are going to Nightmare tier. They're going to start gaining. They're going to start seeing some of these new activities. One of them, which is Helltide. Helltide is basically going to be the situation where you're running in through the world of Sanctuary. The sky turns red, blood begins to fall from the sky. Also auf dem Nightmare Tier wird es dann eben diese Helltide-Events geben, die wir hier gerade sehen. And importantly, as you're killing creatures within one of these Helltide areas, you're going to be getting what we call cinders. It's this new currency players be able to collect. Okay, wenn man dort diese Kreaturen tötet, bekommt man Cinders, also Asche. And as you're wandering through the overworld, you might be running near other players. You might be like helping them do events together. Everyone's getting their own cinders as they go. You'll be looking for these Helltide caches you can see here. Genau. And these are great. To your point about being able to target farms. Helltide gibt es dann diese besonderen Helltide-Schätze, die man wieder mit den Aschen öffnen And they all have kann. different costs. So you look kind of like you'll be gathering cinders by playing within this space, trying to locate one of the caches that have the item type that you're looking for. Whether like maybe you're looking for an amulet or looking for a ring. Okay. Maybe you're looking for a Shaco. So you're looking actually to go find a helmet cache. You want to keep trying to go after the helmet cache and the rare, desperate hope that you're going to get exactly the unique item that you're looking for, right? That's cool. We want to give you some of that opportunity, to give you that opportunity to target farm a little bit. But there's actually a little bit of fun there too. So one of the things that's like one of my personal favorite parts of the Helltide there's the idea that the players there's like an extra set of stakes, right? When the player's running around with these cinders, they have the chance if they die, they're going to lose about half of their cinders every time they fall. And they don't drop on the ground; they're gone. So you have to be very careful about like when you're looking to overextend as part of the combat experience in order to like farm more cinders, get to the cache that you're looking for, whatever that is. You are putting yourself at more risk the more you try to like gather, and the greedier you get, the more likely it is that you're going to lose things. That's right, and there's a time limit on Helltide too, right? That's right. Helltide is only active, like the Force of Hell only like arrive for about an hour during when they are actually active. And different areas of Sanctuary are picked for Helltide Zone each time it rotates and moves around. So you need to make good use of your power. And if you leave a Helltide Zone, those cinders are gone. You have to spend them. So if you see that the clock is ticking down, you're getting 5, 4, Okay, 3 minutes ich versuche das jetzt mal eben ganz kurz zusammenzufassen, weil das ist wirklich eine geile Sache. Also diese Helltide-Events, die sind verfügbar ab dem Nightmare-Schwierigkeitsgrad. Ich meine, es ist World Tier 3 oder so, irgendwie so. Diese Helltide-Dinger erscheinen auf der Map und sind ungefähr für eine Stunde auf, so an diesen verschiedenen Stellen. Das Geile an diesen Helltide-Events ist, dass ihr euch eben gezielt quasi für einen bestimmten Slot Items farmen könnt dort. Oder ja, einfach genau, auf ein bestimmtes Item einfach spielen könnt. Weil diese Schätze sagen euch sozusagen, was drin ist. Oder ihr werdet irgendwie sehen, was man dort erhalten kann. Also wenn ihr zum Beispiel einen Ring braucht, dann könnt ihr gucken, okay, dort im Helltide ist eben dieser Ringschatz und dafür brauche ich so und so viel Asche. Je nachdem, was für ein Gegenstand drin ist, kostet es unterschiedlich viel Asche oder Cinder, wie es eben im Englischen heißt. Das heißt, wenn euch zum Beispiel noch der perfekte Helm für euer Bild fehlt, könnt ihr in diese Helltides reingehen und Aschen farmen, um euch dann eben die Helmtruhe zu öffnen. Alle Aussagen von mir hier sind erstmal ohne Gewehr, weil ich so schnell versuchen muss zu horchen und zu übersetzen. Aber es wird ungefähr so sein. Also ihr könnt dann eben rein, euer Cinder eintauschen. Das Cinder braucht ihr, um die Truhe zu öffnen. Ihr könnt dann ziemlich direkt schauen, okay, dort kriege ich meinen Helm. Dort geht ihr rein, gebt euer Cinder aus und bekommt dann eben einen Helm. Es muss jetzt nicht unbedingt der perfekte Helm sein, aber ihr wisst auf jeden Fall, es ist ein Helm. Und ihr könnt zielgerichtet eben eure Beute
Beutefarmen, was ziemlich nice ist. Die Krux an der Sache, es ist kein PvP-Gebiet, keine Panik. Die Krux an der Sache ist, wenn ihr in diesen Helltide-Gebieten sterbt, verliert ihr eure komplette Asche. Und zwar nicht so, ihr droppt die nicht auf den Boden und könnt dann wieder hingehen und sie einsammeln. Und wenn ihr da sterbt, ist alles weg. Das heißt, wenn ihr zu gierig werdet, dann kann es sein, weil diese Helltide-Gebiete wohl auch sehr knackig sein sollen, dass ihr halt umgehauen werdet und die ganze Arbeit umsonst war. Deshalb muss man immer genau überlegen, gebe ich jetzt mein Cinder aus, was ich schon habe, oder riskiere ich nochmal mehr und versuche nochmal mehr zu sparen. Auf jeden Fall ziemlich nice, weil du eben wirklich zielgerichtet deine Beute farmen kannst und diesen Nervenkitzel dabei hast, ohne eben scheiß PvP, wo noch die Komponente anderer Spieler mit reinkommt. Das nicht. Finde ich sehr, sehr spannend. Looking to also get some of the materials you need for like really high tier like weapon and item upgrades from going through these places. So Helltide is what we're doing to farm crafting materials in order to target farm specific drops. Another big activity that we're going to be doing, Nightmare Dungeons. You want to talk a bit about that? Yeah. Okay. So yeah, to the Nightmare Dungeons. Yeah. So Nightmare Dungeons are die Frage, versuche ich jetzt noch mal ganz schnell darauf einzugehen. Wie gesagt, diese Helltides sind immer nur circa eine Stunde offen. Wenn das Ding sich schließt, ist, glaube ich, sowieso deine ganze Asche weg. Also du musst bis zum Ende des Helltide-Events fertig sein und es ausgegeben haben. Ich glaube, du kannst nicht von Helltide-Event zu Helltide-Event gehen. So wie ich es verstanden habe, zählt dein Cinder nur im aktuellen Helltide. Aber wie gesagt, das erstmal ohne Gewehr. Also kommen wir zu den Nightmare Dungeons. Übrigens, falls es bis hierhin gefällt, gerne einen Daumen da lassen, würde mich sehr freuen. Und falls ihr richtig crazy seid, könnt ihr natürlich auch noch Kanalmember werden, aber ein Daumen reicht schon völlig aus. They have various afflictions, which we've talked a little bit about in streams in the past. These are going to modify the way that level rolls out. But Nightmare Sigils, when they are activated, after you collect one, is going to basically open up a portal near an existing side dungeon. And in the pre-release version of Diablo 4 and additional seasons, we basically select a subset of all of the side dungeons of the game that can become Nightmare Dungeons for that period. So players become more familiar with a set number of these because they know that they can be populated with these Nightmare Dungeon experiences. So you might already know, whether it's Annex Claim or whatever it is, what the layout of a given dungeon might look like normally. But Nightmare Sigil is going to change that by introducing these new afflictions and then also these greater afflictions. We showed earlier in the video like this. Right now, actually, we're looking at this hell portal, nightmare portal that can open up and basically spawn in all these monsters from other like monster families. It might not be native to that dungeon, which is pretty cool in that we like the idea that players are going to have to kind of deal with these new different threats than what they're typically used to as part of that encounter. And there's a number of these other like greater afflictions, like we showed the Stormbane's Wrath, that disc thing that was flowing around around you, and occasionally it just pulses out this really big, stunning, damaging effect. So you have to be mindful of where it is. You should make sure you avoid it as part of the combat experience. Definitely adds a new wrinkle to gameplay as you're going through. And we add more of these afflictions as the player continues to level up and they get to go deeper and deeper into the Nightmare Sigil system, unlocking higher level sigils and dealing with more and more dangerous threats over the course of time. And this is a really great place. Umso höher du im World Tier in der Schwierigkeit natürlich voranschreitest, umso mehr And these are the places that you're going to be upgrading your Paragon glyphs. Also umso mehr right now. So and that this is an opportunity to show the actual upgrade glyph screen. I just noticed hey look, it's actually up right now. What timing? Oh, schon Kaffeerausch. Danke für die Memberschaft. Vielen Dank. Willkommen bei Minischleck. Also, umso höher der Schwierigkeitsgrad, umso mehr Präfixe werden natürlich in diese Nightmare Dungeons hinzugefügt. Ihr habt da dann diese Nightmare-Portale zum Beispiel, aus denen dann Gegner spawnen, die für diesen Dungeon eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Das macht das Ganze natürlich nochmal interessant, weil ihr könnt jetzt, wenn wir es jetzt mal auf die Spitze treiben, kann es natürlich passieren, dass ihr in einem Lava-Dungeon, den ihr in- und auswendig kennt, auf einmal Eismonster spawnen.
die da überhaupt nicht hingehören, aber die mit den Monstern, die da sind, dann nochmal eine ganz andere Herausforderung geben. Sehr interessant. Und dadurch ändern sich dann eben auch noch, guck mal, hier haben wir zum Beispiel die verschiedenen Sachen, die Affixe, so nicht Präfixe habe ich sie, glaube ich, eben genannt, die Affixe, die hinzugeführt werden. Wie hier dann einmal Lightning Damage, du kriegst also die ganze Zeit, jetzt muss ich mal gucken, ist das Grüne das Positive? Du hast auf jeden Fall dann noch Nightmare-Portale, ganz links in dem, und jetzt müsste ich tatsächlich zurückspulen. Aber ich glaube, man versteht, worum es dabei geht. Es geht einfach darum, dass eben euch bekannte Dungeons dadurch nochmal ganz anders im Gameplay sein können, wie eben beim ersten Durchlauf. Dadurch, dass diese ganzen Affixe dazugefügt werden, die natürlich dann in irgendeiner Form random sind. Sehr interessant. Oh, Jowitz, danke für 2,50 €. Vielen Dank. Another one is, I forget the name, but it's some kind of blood cyst that starts to grow, and then if you just don't touch it, it eventually explodes in a huge area. Yeah. And it's either, okay, destroy it before it does that, or get the heck away as fast as possible. Again, making choices, and it's like, okay, I thought I had time to get away, then I got crowd controlled, and then boom, one shot. So I like how it changes the dungeon experience depending on which of these afflictions that you get. Yeah, absolutely. And there's death counts in some of these as well. As time goes on, you get into the deeper ones. Where you got to be careful. You can't choose to just throw yourselves at these things. And if you're making mistakes, you have to really evaluate carefully how you're progressing. Yeah. Sure, yeah. That's true. So yeah, you got a chance to play through some of those. So yeah, Nightmare Dungeon is very exciting. And they'll go up beyond level 100 as well. Actually, so this is a content type that you can actually fight up to creatures up to level 150, actually, as part of the experience, based on how far you're able to push yourself as time goes on. So really excited about how far players can go with that. All right, now you're talking about glyphs and the Paragon system, so let's talk more about those Paragon boards. Oh, let's do it. Okay. Paragon boards. That's Paragon board. We've talked a bit about Paragon in the past. You know, we've shown picture of the board just like this, and we've shown you things like, hey, look, like here's normal node, and this is a way that you're going to earn like 5 willpower. You know, but that's not all this board is about. You know, there's a lot of other complexity and things to deal with in here. So there are basically 4 types of nodes to kind of like quickly reprise some of this information. The first, of course, is normal nodes. Then we have what you show here is magic nodes. These are different affixes that you can collect over the Die geheime Info wird erst zu Ende kommen. Und ich wette immer noch einen Zehner drauf, dass es einfach noch eine neue Beta, also dass noch eine Beta kommt. Es wird kein jedenfalls nicht zu Release. Ability, or passive effectively, where she'll occasionally be crackling out damage to nearby targets. You can now boost that by finding this particular magic node, which kind of might eventually unlock other builds for you to kind of go and chase after. But then there are rare nodes, which is on the next slide. And here, so there's some information. Also das da eben auf der linken Seite, das waren diese ganzen Standardpunkte im Paragon-Board, sowas wie plus 8 Willenskraft und so. Hier drüben jetzt hat man noch die Raren-Punkte und wie man sieht, da kriegst du jede Menge, da kriegst du plus 32% Schaden gegen Elite, plus 14% Movement Speed für 4 Sekunden, nachdem du einen Elite gekillt hast und dann nochmal Bonus nochmal 16% Damage to Elites, wenn das Requirement, was da unten steht, matcht. Also du brauchst mehr als 260 Dexterity, also Geschicklichkeit dafür. Sehr interessant. Und, das haben wir ja schon gesehen, das Paragon-Board lässt sich ja mittlerweile auch drehen. Das ist ja wie so ein Würfel. One other bit about this, just because it's easy for me to forget about, is that when you're going from Paragon board to Paragon board, like in the first board, this might be the cost. But then when you're looking at the second board that you're progressing through, those requirements are actually going to go up. Der labert unglaublich So it's schnell und not in your undeutlich. interest to go like Ach, run es from geht. board to board, just unlock as many Ich as muss you mich aber can hart directly konzentrieren, that oder way. meinst du You mich? need to spend a little bit of time into the board and pick the ones that you really want, because the next board that you unlock to get more rare nodes of different types, those will be a little more expensive to unlock those bonus effects. Okay. The thing I think is really interesting about these is when the way that I look at the board, right? When I open a Paragon board, the first thing I do is go and look at the nearest rare nodes to me, to where I'm starting, right? And then I look at the requirements for those bonuses, and then I start looking at the normal nodes on the way. I'm like, oh, okay, well, I'm pretty close to the dexterity required here through my gear.
Ja, genau, das war das, was ich eben gesagt habe. Ne? Also hier, dass du da eben einen bestimmten Wert erreichen musst, um den zusätzlichen Bonus noch zu kriegen, was trotz alledem sehr interessant ist. Absolutely, and that's not all. There's one more node type as well, and then we're going to get back to normal nodes in just a second. So then we have our legendary nodes. So every one of the boards for each of the classes has a legendary node somewhere on it. And these are really, sogar really legendary powerful, nodes. Powers like you'd expect. They are a legendary power, effectively unique to the Paragon board system for that class and for the whatever that particular board is trying to convey. Ich werde den ganzen Stream hier, nur weil gerade gefragt wurde wegen Stoppen und so, ich werde mit ziemlicher Sicherheit zum Wochenende noch ein Video bringen, wo ich den ganzen Stream nochmal zusammenfasse. Also da kann man dann auch noch reingucken. And I also talked before about glyphs. Oh, das ist aber nice, Alter. So when you basically, as you're going through the Und da board, kannst du there are nochmal gonna be Glyphen sockets you can unlock. reinsockeln. And the sockets are going to be sitting adjacent to a number of other regular nodes. Now, the way that glyphs work is that you're going to put them into one of these sockets, and they are going to be affecting nearby nodes and also fueled by other nearby nodes. So if you hit certain thresholds inside some of the glyphs, you're also going to unlock powerful bonuses. They're going to also affect nearby nodes at the same time. And as I mentioned before, glyphs can be leveled up pretty high. They continue to grow the radius of the affected nodes as you level up through certain tiers. So it means they can affect larger and larger areas. And the boards are not symmetrical in nature as you're progressing through. Because the player can rotate their board and choose which gate they actually want to enter from. Genau. You have to like kind of choose from board to board where are the sockets on this board. Are they near the stats I really want for this glyph? Because this glyph can be fueled by dexterity nodes within range of the glyph effect. And it's going to do additional critical strike damage, whatever it's going to do for me as a result. That's a really, really important choice to make. And because all of the boards have different configurations, different socket locations, and different things near those sockets, you have a lot of interesting decisions to make about Genau, also man muss tatsächlich immer so ein bisschen gucken, in welche Richtung will ich mich entwickeln. Also es wird eine sehr, sehr tiefgreifende Geschichte werden. So, weil wenn du zum Beispiel in die eine Richtung dich entwickelst, dann gehst du vielleicht mehr in die Richtung Geschicklichkeit und alles, was drumherum ist. So, dann musst du eben dementsprechend dieses Board drehen. Wenn du dann aber noch sagst, so, okay, ich will zu der Geschicklichkeit, aber jetzt für meinen Magier zum Beispiel oder für meinen Druiden noch ein bisschen Intelligenz haben, musst du wieder anders drehen. Musst dann noch mal gucken, was für Glyphen habe ich gesockelt und so. Also das wird eine richtig krasse Geschichte werden, wo der ein oder andere Content Creator natürlich mit Guide-Videos seine Viewerschaft wieder abmelken wird, bis zum letzten Tropfen. Aber vielleicht auch tatsächlich muss, weil das wird, glaube ich, echt kompliziert. Da sind Casuals vielleicht sogar raus bei dem riesen Paragon-Board. That central or off-central legendary node, and then the rares kind of support that same theme, and it extends to the blues. So like on a necromancer, like, oh, this board is like the pure summoner fantasy, and this one is the blood mage. And looking at it that way really like made it very cool for me to be able to explore. Okay, I can merge these two together. I'm going to go like bone and blood and just further aber auch Zeit, dass die explore in die and Richtung dive into gehen. that specialization. Es gibt ja andere Hack and Slays, die innovativ sind. Also ich finde, was dieses Paragon-Board angeht, das erinnert schon ein bisschen an Path of Exile, finde ich. Bin mal auf Jesse Rocks Resümee gespannt. Ich auch, weil das meiner Meinung nach im deutschsprachigen Raum der einzige ernstzunehmende Diablo-YouTuber ist. Yeah, super fun, I think. But What are we talking about next? Well, I guess at this point we can talk about some of the beta learnings. We had a beta. The community gave a lot of feedback. And you folks took in that feedback, digested it, and okay, jetzt geht's ums Beta-Feedback und was die Entwickler daraus gemacht haben. Yeah, I keep saying we're going to talk about that. Now is the time. So let's start out with looking at some of the class changes that we did. So there's a lot of text on this screen. You've had an opportunity, if you've been following along, to check out our blog that documents a lot of the Okay, das sind aber die ganzen Sachen, die wir schon wussten. Da
Das habe ich sogar in meinem letzten Video schon alles erzählt. Das ist genau das, worum es da ging. Eben alles, was in der Beta aufgefallen ist an den verschiedenen Klassen, wurde jetzt noch mal ein bisschen angepasst. Zum Beispiel, dass die Skelettkrieger nicht mehr beim Necromancer, also beim Totenbeschwörer, nicht mehr so viel aushalten und man somit öfter auch Leichen benutzen muss und nicht einfach mit seiner Gang da die ganze Zeit durchrushen kann. Am Druiden wurde ein bisschen was abgeändert und so weiter und so fort. Das haben wir aber alles schon ausführlich im letzten Video besprochen. From those two beta weekends is feedback that the Barbarian and the Druid, the melee classes, felt weaker than the Necromancer, Rogue, and Sorcerer. And there are a lot of aspects to that. So there's some nuance. Wollte es nicht so sagen, ja, ist aber ähnlich hart. Also mich erinnert es sehr daran, was aber auch völlig okay ist. Also ich finde immer besser gut kopiert als schlecht selber gemacht. Also deshalb geht das schon klar. Ich mache mal eben ganz kurz meinen Dötz hier weg. Dann könnt ihr auch den Druiden lesen. Aber wie gesagt, das sind News, die haben sie schon beim letzten Entwickler-Update in schriftlicher Form rausgehauen. Und das wissen wir alles schon. Barbarian wird nicht durchgehend stärker, wurde auch ein bisschen genervt. You could really benefit from some buffs. In fact, I think, also wer komischerweise, finde ich, nur stärker wird, ist der Rogue, also der Jäger, obwohl ich den schon sehr, sehr stark fand. I was hoping the Druid would have gotten a bit more love with regards to spirit generation, but then I played an endgame build of, it was a perma-werewolf storm druid. So I'm a werewolf who's casting storm skills, and the playstyle was so tight, it flowed so well. It just all gelled together once you got the full kit, the full build together. And I went into this week with a certain class favoritism. Where I had Rogue, I had Necromancer, Sorceress, Barbarian, and then Druid in dead last. I'm completely confused now. I think Druid might be my favorite now. Yeah, it's, another thing that we did, if we take a look at the classes again, another thing that we did in terms of the melee classes is we took a look at bosses and monsters, in particular their attacks that deal damage in an area where it feels like there wasn't a way for the melee class to deal damage effectively while also avoiding incoming damage, right? Because a lot of times you'll have the opportunity for a ranged class range class is sometimes choosing between getting a better position and doing more damage. Also er erzählt hier gerade nochmal, dass gerade die Melee-Klassen, also die Nahkampfklassen, oft das Problem hatten, dass du eben irgendwie gucken musstest, genug Schaden auszuteilen, ohne selber zu viel einzustecken. Und da haben sie jetzt nochmal dran gefeilt. And so we took a look at boss abilities and bosses that our data showed were much more deadly to melee classes, and we adjusted some of those abilities. Now, this also affects the Necromancer class, because you might notice that we had a note here that states that summon minions will die more often. Now, we want the corpses to have sort of an economy. We want to have the sense that corpses are useful, you're using them to bring in more skeletons, and the Necromancer pets, as a theme of this sort of bone, spricht da gerade was an, was mir auch aufgefallen ist. Also nachdem diese News rauskamen, mit diesen Änderungen für die Klassen, hatte ich öfter auch in den Kommentaren von wegen, die haben jetzt den Necromancer oder den Totenbeschwörer kaputt genervt, weil der ist ja jetzt überhaupt nicht mehr sinnvoll. Man hat die Leichenexplosion hat man genervt und die Minions, also die Skelettkrieger und so, die sind nicht mehr so stark, bla bla. Und was mache ich denn, wenn ich bei einem Boss bin? Da habe ich ja gar keine Leichen. Auch da wird es Mittel und Wege geben, wie das funktionieren wird. Aber, und das hat er hier auch gerade angesprochen, der Entwickler, das fand ich auch in der Beta, die Leichen waren einfach komplett unnütz gewesen. Jedenfalls bis zu dem Punkt, wenn du die Leichenexplosion eingesetzt hast, und da brauchtest du in der Regel nur 1 bis 2 Leichen, um alle Gegner wegzubomben. Es war schon so, überall lagen diese Leichen rum, aber ich
ich musste eigentlich nie meine Minions neu beschwören, weil die immer mit mir mitgelaufen sind. Und dann hast du eben ab und zu mal deine Leichenexplosion gemacht und hast dann mit den ganzen Bildschirm weggebombt. Von daher finde ich diesen Nerf gar nicht so schlecht, weil er die Klasse für mich auch wieder interessanter macht. Aber vielleicht sehe ich es auch falsch. We feel that is definitely part of the fantasy of the Necromancer class is needing to resummon, to your point, these kind of disposable soldiers that are supposed to be helping you. So we want to make sure that continues to hold true, but not to a point where like an army necro can't go fight bosses. That's obviously not what we're trying to build with any of these changes, of course. We just want to make sure that the Necromancer does get a chance to engage with those parts of the mechanics. Now another... I did get to play the Summoner Necro, and I was summoning my minions regularly, so it was something that was a continuous part of the gameplay, but I never found myself in a position where, oh, I'm out of minions, I'm out of corpses, so the corpse generation rate it felt good. I'll admit that passive minions is not my favorite playstyle. I would love the ability to direct them, but for what you intended to accomplish, I felt you did. Yeah, so, one of the other areas of feedback, we have a note here. Sagt hier auch nochmal, also er musste wesentlich... We reviewed the class skills to confirm that there were good options to get out of control impairing effects. In many cases, what we mean is unstoppable, which is the effect in Diablo 4 that clears all control impairing effects, crowd control effects, and makes you immune to them for the duration of that effect. So the classes are designed so that every class is intended to have access to a good set of options to clear crowd control, so that there is an interaction here between, monsters are doing crowd control and I have options to remove it, but I need to think about those options. And we saw feedback during the beta. Wie lange soll der Stream gehen? 90 Minuten ungefähr. Also ungefähr bis 9:30 wird das Ganze noch laufen. Und zum Ende hin wird wahrscheinlich, also die Überraschung werden sie sich bis zum Ende aufsparen. At the high levels of play, no. Going back to my favorites, Barbarian now is my second favorite after being my fourth. Ich glaube, der Druide, das könnte auch, habe ich ja schon in der Beta gesagt, obwohl er da noch irgendwie ziemlich schwach war. Ich glaube, das könnte tatsächlich auch mein Lieblingscharakter werden. Gap close, he had the spears to bring enemies to me, the lunging attack to close the gaps, and a good toolkit to deal with everything. So the last thing I want to note on classes, of course, is that there are a few other changes beyond what you're seeing here. I think, some people called out Hydra changes. We made a lot of small changes to da musst du mal niesen, Mensch. There are also some cases like legendary powers. We updated legendary power effectiveness, which is sort of vague, but it's really just that there are a bunch of small details, and we're sort of tweaking them. The other thing I want to talk about is dungeons. Right? Jetzt warten wir alle auf die Überraschung und dann kommt doch so keine. We got a lot of feedback from players that there was a lot of running back in dungeons. Jetzt kommen wir zu den Dungeons. Also eigentlich alles, was die jetzt gerade erzählen, das finde ich gerade fast ein bisschen enttäuschend, ist das, was wir auch schon in dem Blog-Eintrag lesen konnten. Also es geht jetzt nochmal darum, dass oft die Rückmeldung aus der Beta kam, dass man in den Dungeons eben viel backtracken musste. Das war ja zum Beispiel so, du läufst in den Dungeon rein, so hast hier dann eine Tür, also da so hast du die Tür, und um die Tür zu öffnen, musst du einmal hier ganz hinlaufen, das zeigen sie jetzt auch, einen Schalter drücken, wieder zurücklaufen, dahin laufen, Schalter drücken und erst dann öffnet sich diese Tür. Man hat jetzt also eigentlich ganz nice gemacht hier mit den Smileys hier. Also hier zeigen sie es ja ganz schön. Also du musstest sehr viel backtracken, weil du dann eben hier den Punkt machen musstest. Das heißt, zack, zack, zack und dann wahrscheinlich hier wieder ganz in die Mitte zurücklaufen. Deshalb hat man jetzt zum Teil die Layouts von diversen Dungeons so abgeändert, dass man eben alles auf einem Weg sozusagen machen kann. Auch da haben sich wieder viele Leute beschwert, von wegen, ja, die alten Scheiß, hier, guck mal, so, da ist der Smiley happy, weil genau das ist der springende Punkt. So wurde es jetzt ummodelliert, du läufst halt deinen Weg, kannst hier natürlich auch nochmal die Abseiten ablaufen, aber
Um das Ganze zu schaffen, musst du hier lang, da den Schalter drücken, da und kommst da unten noch den Schalter drücken und bist wieder am Ausgangspunkt und musst eben nicht erst zack, 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 zack in Sternform durch den Dungeon. Insofern hat man das Layout in ganz vielen Dungeons abgeändert. Ich habe schon wieder mehrfach in den Kommentaren gelesen, dass viele Leute das ganz, ganz beschissen finden und gesagt haben, ja, die scheiß Casuals, die Leute, die sind ja mittlerweile zu dumm, Videospiele zu spielen, bla bla bla. Und in dem Fall kann ich nur sagen, ja, bla bla, bla 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 bla. Ich finde es so gut, weil ich habe auch keinen Bock, ständig zu backtracken. A number of dungeons that got this feedback in beta, and we also, we were talking about nightmare dungeons. We also want to make sure ich verstehe vom englischen Gebrabbel gar nichts. Naja, nur Bruchteile. Danke, liebe Englischlehrerin. Ja, die müssen die Zeit irgendwie rumkriegen. Ja, das stimmt, aber ich finde, dann hätte man sich den Blog-Eintrag im Vorfeld sparen können. Na? Und diese Infos bekommt man hier bei Schlecki schon vor dem Dev-Stream. Ja, weil die Devs das in einem Blog-Eintrag rausgehauen haben. Das ist ja nicht mal so, dass ich da irgendwie geheime Infos hatte oder so. Die hatten wir ja alle, die konnte jeder sehen. Und deshalb wundert es mich gerade so ein bisschen, dass man das jetzt, also weil die gehen gerade wirklich Step für Step diesen Blog-Eintrag letzten Endes nur durch. Also eben das mit den Klassen wissen wir schon alles. Jetzt das mit dem Dungeon, mit den Dungeon-Layouts und so, wissen wir auch schon alles. Naja, ist schon schwierig, einen Konsens zu finden für alle Spieler. Ich finde beispielsweise die Lauferei nicht so schlimm. Ich finde, das und noch einige Dinge gehören irgendwie zur Immersion dazu. Ja, das stimmt. Zu dumm zum Spielen, ja, unsere Gamer-Community voller Nächstenliebe und Verständnis, das trifft den Nagel auf den Kopf. Also, ich will ja auch damit gar nicht sagen, dass das andere, oder die Leute, die das andere mögen, dass es schlecht ist. Ich fand es nur wieder so erschreckend, dass es wirklich viele gab, die sich da wieder einen drauf abejakuliert haben, dass die dummen anderen Gamer einfach zu dumm sind, zu backtracken, bla bla bla. Dabei will man es doch einfach nur zugänglich machen. Ja, das finde ich nicht schlimm. Ja, aber jetzt erklären sie es einfach nochmal und das war auch so angekündigt, dass sie drüber sprechen im nächsten Stream. Ja, das stimmt. Aber, wie gesagt, hätte man, also weiß ich nicht, dann hätte es vielleicht mehr Impact gehabt, wenn man vorher den Blog-Eintrag nicht rausgehauen hätte. Dann wäre das jetzt nochmal so wow gewesen. So ist es jetzt so ein bisschen, kann man jetzt, wenn man den Blog-Eintrag kennt, gut als Pinkelpause nutzen. Hast du schon erzählt, dass wenn du den Dungeon gecleart hast, er nicht leer bleiben wird, sondern immer wieder Gegner spawnen werden? Nee, habe ich nicht. Habe ich jetzt vorgelesen. To do to make sure that those experiences help speed you up and feel great to engage with, while you're also going through a lot of the layout changes that Joe just talked about. Yeah, I'm glad you pointed out kill all monsters, because players rightly identified a couple of key problems. Like first off, with kill all monsters, of course, if you're having to go and hunt down one of those monsters, that's effectively ich finde es einfach heftig, wohin es sich entwickelt hat, extrem toxisch und deswegen einem Hobby einfach traurig. Darüber haben wir hier ja oft auch schon bei anderen Spielen und in anderen Streams gesprochen. Und da haben wir auch, ich habe ja mit dem lieben Tech noch einen Podcast, der auch unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Da haben wir auch schon mal eine komplette Episode eben darüber gesprochen, über diese toxische Gamer-Community. Das ist wirklich ein Ding, da kannst du einen abendfüllenden Stream von machen. Weil genau das frage ich mich auch immer so, es geht hier um ein Hobby und die Leute zerfleischen sich gegenseitig teilweise so Panne. Wobei man da auch sagen muss, dass da auch wir Content Creator nicht ganz unschuldig sind, weil da ja auch oft viel
Stimmung gemacht wird. Also sei es in Richtung Hype, dass auf einmal jede noch so kleine News die beste News und oh mein Gott, ist das wirklich passiert? Oh mein Gott, ist dies und das und so. Ne, damit generierst du natürlich Hype und auch Klicks und genauso generierst du eben auch den Hate-Train, wenn du eben schreibst, so wie zum Beispiel jetzt bei X-Defiant, was ja gerade auch im Hype ist, habe ich ja auch ein Video zu gemacht, gab's oder gibt es auch diverse Videos, wo dann eben steht, dieses Spiel wird COD zerstören und so. Und natürlich machst du damit auch immer irgendwie, es ist letzten Endes Meinungsmache und da hetzt du dann natürlich auch Spieler gegeneinander auf. Oh, den Podcast kenne ich nicht, das schaue ich mir mal an. Ja, guck mal gerne rein. Der Game-Schnack ist das. Ist, wie gesagt, einfach mal reinschauen. So, jetzt aber wieder zurück zu Diablo. Meine Herren. Let's re-clarify the clarification. Exactly. Yes, so the reset dungeon button, right? Der Reset Dungeon Button. Ich habe lange gebraucht, den zu finden, ohne Witz. Wasn't an easy way for dungeons to reset naturally. In fact, the way we added it led to some undesirable secondary effects because it was instant. It didn't care if you were inside the dungeon. It doesn't care if the dungeon is partially completed. If you're a hardcore character and you're in danger, you can just press it and presto, you're all good. Oh ja, das beste Bild, das beste Spiel des Jahres. Wobei ich solche Sachen, ja, okay finde. Ich habe selber auch schon solche Titel hier gehabt. Ich habe auch vor kurzem tatsächlich bewusst einmal ein Video so völlig überkandüdelt angekündigt mit die besten News, die eure Hoden explodieren lassen und Krebseilen und bla bla bla. Einfach nur mal zu schauen, wie die Leute drauf reagieren. Ich finde das mit beste Bild und so, das ist ja mittlerweile Standard. Aber es gibt wirklich den einen oder anderen Content Creator, der diese Superlativen so exorbitant benutzt, dass ich mich fast schon fremdschämen müsste. Aber okay. Der Dungeon verlassen Button ist auf jeden Fall sehr praktisch, wenn man ihn dann gefunden hat. Ey, ich bin in der Beta wirklich die ersten Stunden die Dungeons immer zurückgelaufen, weil ich nicht gecheckt habe, dass es diesen Button gibt, ey. And the other case here is that you've got maybe you're doing the dungeon and there's some particular objective in the dungeon or side quest in the dungeon, and someone, one of your friends joins and they want to do that side quest too, right? But maybe you've already completed it in this dungeon. So you can also hop out of the dungeon, which you can use through the Leave Dungeon button right in the UI as well. It does have a short cast time, so not as quick, yeah. But it's quite it's right through the UI. You can do it from anywhere. 400 Zuschauer. Nice. Ey, vielen Dank fürs Zugucken. Danke, dass ihr den Abend mit mir verbringt. Auch wenn es hier nicht der beste Stream des Jahres mit unglaublichen News ist, sondern hier gerade auch die Entwickler ein bisschen backtracken und uns nochmal das erzählen, was wir schon wissen. Ist aber okay. Two specific changes that we also obtained through beta that we didn't actually record on the blog. One you actually tweeted about, which was about ultra-wide screens, yes, and being able to control cast distance and so forth and with specific abilities and whatnot. So people who are using ultra-wide or mega ultra-wide screens wouldn't be able to essentially cast to the furthest corner of their screen and be able to use abilities in that type of way. And then one other thing that we did notice during beta, which was world boss encounters and how players would actually complete a world boss encounter and then go back to town and then find another way of being able to, in that same window, jetzt geht's noch mal so ein bisschen um die Technik, another world boss encounter to obtain multiple opportunities of grabbing loot, which is something that we also did address through the beta learnings that we was man da noch, also es Kleinigkeiten im letzten Endes, was man da noch so verbessert hat. Der Herrenabend entwickelt sich zum junggesellenabschied mit 400 Leuten.
Krass. Also wenn von den 400 noch ein paar den Like-Button drücken, dann wäre das äußerst erotisierend. Exactly. Yeah. So it's not the exact rewards or a clone of the rewards that you got from the first kill themselves. Im Grunde machen die Entwickler eine Zusammenfassung der letzten 3 Wochen. Stimmt, ist wirklich ein bisschen so, ne? Aber es gab auch schon ein paar brandheiße News heute hier. Und es kommt noch die Überraschung. Endgame systems within Diablo 4. We do have a cool... What's this? Is it time for a surprise? Is it time for a surprise? It is time for a surprise. Jetzt kommt die Überraschung. Wait, what? If you've been hiding on the internet and have not seen Rod Ferguson make very, very nonchalant tweets about this. Ja, genau. Es wird so sein, wie ich am Anfang gesagt habe. More of the actual broadcast, I would say. So happy to announce that we've been hearing a lot of feedback from players about wanting to experience more Diablo 4 eben schon and check genau it out, auf den Tweet bezogen. Before the game's release in June. And so on May 12th through May 14th, we are going to be hosting a Server Slam event where all players within Diablo 4 or who want to play Diablo 4 can jump in and actually check out the game again. This is a really important weekend for the team and the dev team here because we need as many people to really log in, check out Diablo 4 and play through the game because we need to test out our servers some more before we actually launch. Okay. Joe, I know you Also, have a lot of... Vom 12. bis 14. Mai wird es nochmal das Server Slam Beta geben, wo alle mitmachen können. All of the changes that we just talked about in this live stream will be in place Okay, on the server. alle Änderungen, über die man in diesem Livestream gesprochen hat, werden in dieser Beta drinne sein. You will be able to actually check them out. Also wird man alles ausprobieren können an diesen Änderungen. And the other thing I want to point out is that we recently announced that we've gone gold. That Diablo 4 has gone gold. Genau, Diablo 4 hat Goldstatus. We got all of those changes from the betas in. We did tons of Schlecki hatte recht, oder? Stuff in terms of our servers, in terms of server configuration. Making sure that we were fixing bugs. We deployed hotfixes during those 2 weekends. Also die wollen die Beta einfach nochmal nutzen. Jeder kann rein. Ganz egal, ob ihr vorbestellt habt oder nicht. Die wollen die Beta tatsächlich nochmal nutzen, um eben die Serverstabilität final nochmal zu probieren oder zu testen, wenn so viele Leute wie möglich sich einloggen. Genau, da sagt das gerade nochmal. Eben um zu gucken, dass bei Release, beim Launch, die Server auch stabil sind. Kann natürlich sein, dass bei diesem Event die Server nochmal richtig abkacken, aber dafür ist es da, um eben nochmal die Server richtig zu testen. If you want to play on day one, it's helpful for the Diablo 4 community to come help us slam our servers, but that's not the only reason to do it. When you participate in the Diablo 4 server slam, you're going to have another chance to earn the rewards from the first beta weekend. So if you didn't get a chance to play, okay, man wird auch dort nochmal die Chance haben, die die Beta-Titel zu bekommen. Ihr habt nochmal die Chance, das Beta-Wolfpack Cosmetic zu bekommen, falls man das in den letzten beiden Betas nicht geschafft hat. Also das kann man nochmal alles bekommen. Man kann auch die Cry of Ashava Mount Trophy bekommen. Die bekommt man, wenn man Ashava besiegt mit einem Level 20 Charakter. Wenn man vorher schon eine dieser Sachen bekommen hat, dann kann man sie natürlich nicht nochmal bekommen, dann habt ihr sie schon. So. Auch Ashava wird wieder am Start sein. Und zwar am 13. Mai um 9 Uhr AM. Pacific, also da müsst ihr nochmal gucken, wie es Central European Time ist. Und dann alle 3 Stunden von da an bis zum 14. Mai um 9 Uhr morgens. Also volle 24 Stunden wird Ashava alle 3 Stunden spawnen und ihr habt die Chance, sie zu killen. So you gotta be level 20? Yeah. Don't show up in the Shava at level 5 and think you're going to get this. Yeah, expect you'll get the reward. But what you're going to get is this Cry of Ashava Mount Trophy, which is exclusive to this Server Slam weekend.
You can see it here on your screens. Yeah, the trophy there and that horse's hip on the saddle there. Very siehst du hinten am Arsch hier. That's awesome. Das hier. Diese Trophy bekommt ihr, wenn ihr Ashava besiegt. Dann könnt ihr das Ding an euer Mount dran backen. Also auf jeden Fall das nochmal eine nice Trophäe. In Diablo are cosmetic customizations that you can add to your mount along with mount armor. So this is a trophy that you can mount. It mounts, some trophies mount on the saddle. I don't know why I'm pointing to my shoulder. Just where the saddles go, apparently. Or they can mount on the side, on the horse's flank, like you see here. Da sehen wir es nochmal. Ziemlich cool. Finde ich nice. Also das finde ich richtig cool, auch im Hinblick auf das Release-Spiel, dass man von Weltbossen dann eben sich so eine Trophäe ans Pferd bappen kann, finde ich cool. Level 20 and kill Ashava. All classes will be available. Okay, hier haben wir es nochmal zusammengefasst. Also, um das Beta-Wolf-Pack zu bekommen, müsst ihr Level 20 erreichen. Dazu habe ich aber auch schon ein Video auf dem Kanal. Könnt ihr da alles nachlesen. Für dieses Ashava-Ding müssen wir Ashava ab Level 20 legen. Dann bekommt man es. Oh nein, ich habe auf Pause gedrückt. Huge news for all of this. And we will have a blog that will be going either live right now or live immediately after the broadcast for players to actually read about all this information. And that will be available on Diablo4.com. So make sure to check out the blog, get all your information there, and jump in on our Server Slam weekend, March 12th through March 14th. It's another opportunity to play Diablo 4 before the launch, which is really great. And you can test all the new beta changes, which is really cool. And one other thing that I do want to note for at least PC players who are Das ist die große Überraschung jetzt, ja, habe ich doch am Anfang gesagt. Ich habe es vorausgesehen, das ist die große Überraschung. Eine erneute Beta. Man spule zum Anfang des Streams zurück, da habe ich genau das vorausgesagt. For people to try out in the Server Slam weekends. Or a Server Slam weekend. Sorry, there's only one. I don't want to like set expectations or anything. But there's more graphic options and optimizations and so forth for PC players to check out. Cool. Also für PC-Spieler auch nochmal mehr Grafik-Options und so weiter. Ist spannend. Dachte eine 6. Klasse, der völlig, habe ich am Anfang gesagt, völlig unrealistisch. Die hauen doch nicht gratis noch eine Klasse raus zum Release, wenn man die als Bezahl-DLC später raushauen kann. Also, one question that we have been seeing that has come up within the community beforehand, and we'll start off with this one, which is how long will it take us to get through the battle pass? It's a question that a lot of people in the community have been talking about tatsächlich ganz spannend. Also wie lange braucht man ungefähr, um den Battle Pass durchzuspielen? So I've talked a little bit about this in the past, but I think one thing I really want to emphasize is that when we think about the battle pass for the for Diablo 4 after the game ships, we're looking at our seasonal players. We want to make sure that the players who are going through the battle pass, they're going to have a lot of content to consume, outside the battle pass. They're in all likelihood to finish everything in the battle pass before they finish all of the content within a season to season. So there's a ton of things to look forward to. We want to make sure that the battle pass as a result is balanced in such a way that players of all types and all play styles are going to be able to get a chance to actually complete this battle pass over the course of time. Our goal is if you want to start to engage with this, want to make sure that you are compelled to go through all of it as you're playing and just having a good time getting all of these rewards. Yeah. Okay, also hat jetzt nicht direkt was dazu gesagt, also er hat sich eher so geäußert, dass sie den Battle Pass so konzipiert haben, dass Spieler, jede Spielertyp die Möglichkeit haben, diesen Battle Pass auch komplett durchzuspielen. Was auch immer das heißen mag. Something that you were, I think, touching upon earlier, and correct me if I misunderstood, but I think on the topic of Nightmare Dungeons, it sounds like every season there's going to be a rotation of 30 dungeons that can be turned into the Nightmare Dungeons. Is that right? So we want to make sure that we've got a subset of the dungeons we have in the overall game. There's over 115 or so side dungeons available in the baseline Diablo 4 experience. We want to take a subset of those each season. The exact number we're working on, we're going to think about that and think about it. But a number of those we rotate every season to make sure that we are highlighting different kinds of objectives, different sorts of layouts, different monster families, just different experiences. And we also don't want players to feel that they're going to have this where they have to be thinking about
all 115 different dungeons every season, every time, with regard to this system in particular. So that is the idea, is we do want to rotate through these from season to season while we're looking to introduce other ideas. Yeah. Cool. I got a question here from, I'm not going to butcher Twitch names, guys. I do this every stream. From a Twitch user. From a Twitch user in chat. Do you have any plans to keep interest for people who don't plan to play in seasons? So we are going to be making, also die Frage ist, was plant ihr für Spieler, die nicht daran interessiert sind, diese Season zu spielen? I will say this. We're going to be having a lot of really rich and interesting content updates for our seasonal players, but we're still be making balance changes and adding new legendary items and unique items and things of that nature for players who are playing in the Eternal Realm, the place where you will be able to never have to worry about a character reset or do any of those things. There will always be new infusions of some game content at that level to players going in that space. Okay, also es soll auch für Spieler, die nicht diesen saisonalen Content spielen, eben ständig Balancing-Updates geben. Es sollen neue Items ins Spiel reingepatcht werden und so weiter. Ebenso, dass auch für Spieler, die keinen Bock haben, Season zu spielen, das Spiel interessant bleibt. Amongst the passive nodes. So I'm wondering, was the skill tree designed in such a way that you can, over the course of seasons or expansions, add new passive or active skills? Yes. So the skill tree really that we have for Diablo 4 at launch really is just the beginning for these classes. We are going to be looking for new opportunities to create more playstyles within each of the classes. We'll be adding new passives, potentially new skills in the future. Okay, also die Skill-Trees zum Release der einzelnen Klassen soll nur der Start der Klassen sein. Also sie wollen diese Skill-Trees kontinuierlich weiterentwickeln, neue Wege freischalten, neue Möglichkeiten und so weiter. We have lots of interesting customization options we're going to be adding as part of seasons, but they might not touch the skill tree specifically. Okay. We've been seeing this question a lot. Ohne dabei den spezifischen Skill-Tree anzufassen. Also man will einfach neue Wege öffnen. Seasons, or will those reset? Like, how does that specifically work? Sure. So Altars of Lilith are one of the features that players can go and collect basically in the overworld that we're going to contribute to their renown total within each of the zones. Well, and give permanent character power as well. Well, I'm going to get there. Okay. So there's two purposes really that the Altars of Lilith have. They have this larger collectible feature where you want to kind of go get all of them for the stat points that you just called out, and then they also provide the renown. So renown is reset on a seasonal Battle basis. Pass 15 bis 20 Euro. Your renown score goes back down to 0. You'll have to go and finish side dungeons, go do side quests. Oder sagen wir mal 10 bis 20 Euro. Go find Altars of Lilith, Machen wir go es do mal ein these bisschen things, or breiter. get that renown back up to unlock all of those benefits. Now, you don't need to go do all of that content in a zone to max out your renown bar. There's actually way more activities that grant renown than you actually need to complete in order to finish going through and filling up all of the renown and getting all 5 tiers of the rewards. Und in der Deluxe Edition ist der erste Battle Pass dabei, aber es kommt ja alle 3 Monate ein neuer. Your character and all characters in that realm. The way that's going to work is that once you've collected that stat boost from a specific Altar of Lilith, that stat effect is going to propagate out to other characters of that game type. So basically, hardcore is going to have its own progression for this, where it's like if you were playing a hardcore character at launch and you go and you do all these things, those stat boosts you collect will propagate to your hardcore characters you would make in the seasonal realm. And the same is true for players who are playing in the normal realm and playing the normal game mode. All the stat boosts they're unlocking via the Altars of Lilith will also unlock for their seasonal characters in the future, such that players don't need to go and collect every Altar of Lilith with every new season, but you do want to get some of them. They do still grant experience, and they do give you some bonus towards your boost towards your renown. Also der Kauf-Season Pass, der bringt tatsächlich nur kosmetische Sachen. Es wird auch noch einen gratis Battle Pass. Es wird auch noch einen gratis Battle Pass geben, der für alle Spieler verfügbar ist. Da wird es so sein, dass da eben auch Erfahrungsboosts und ähnliches drin sind. Aber der ist eben nicht zu bezahlen, also der ist gratis. So. In dem Bezahlding sind nur kosmetische Sachen. Is there any other kind of item types where either you can only get this item in this zone, this location, or is there some greater propensity for some items to drop off certain monsters, anything like that? So we have a number of different creatures in the game that have a chance to drop particular things. World bosses, for example, have a really, really good chance to drop Scattered Prism,
which is the crafting material you need in order to add sockets to items in the game. And then there are certain content types that have the chance to grant certain materials, like Fiend Rose, for example, really only shows up in Helltide areas. And the only way to raise the level of your glyph is by going through and doing nightmare dungeons. When it comes to item farming, we also, and I've talked a little bit about this in the past, but I think it's good to remind people and also just to continue talking about it, right? Because it's a new mechanic. And that is that when you're fighting creatures of a certain monster family, like zombies or skeletons for their respective families, those monsters have a higher chance to drop certain kinds of items. It's actually a bonus chance to drop certain item types kind of happening in the background. So it's not like erklärt gerade nochmal, dass spezielle... Skeletons have a chance, rather, not high chance. They have a chance to drop crossbows. Irrespective of your class. So you play a barbarian, dass bestimmte Monsterfamilien, sage ich mal, eine gesteigerte Chance haben, bestimmte Items zu droppen. Er hat jetzt gerade als Beispiel genannt, dass Skelette zum Beispiel dann eine erhöhte Chance haben, Bögen zu droppen. So. Von daher kann man auch so etwas gezielter nach bestimmten Items farmen, wenn man eben weiß, okay, Zombies, also es ist nicht garantiert, aber sie haben die erhöhte Chance, eben Bogen zu droppen. So as players discover more of this, and they continue to fight more monsters and start mapping some of these things out, they will uncover the right areas or the best areas potentially to farm for certain kinds of things. And that includes like unique items as well. So if you're looking for a unique crossbow, maybe it behooves you to try to fight a lot of skeletons because you know they have a chance to drop crossbows in addition to other things. So these are the sorts of things that, like, as you're diving deeper into like the hunting gameplay, the item hunting gameplay, these are things to look at. That's not the end. There's a lot more we're going to be doing as the game continues to mature and as we're going into like our post-launch period. But you know, we'll talk about that when the time's right. Fair enough. This one is kind of tied to some of the Server Slam stuff that we just announced, which is, will there be any additional changes made to the game after the Server Slam weekend, like what was done during the beta? No, I mean, we announced that the game has gone gold. The Server Slam is, you're testing a version of the game that is very close to the launch version of the game. That's why it's so effective as a Server Slam. Now, of course, as a live service game, we're going to be continuing to take feedback. In der nächsten Beta beim Server Slam testen können, die Version, die dort laufen wird, ist wohl sehr nah an der Release-Fassung dann schon dran, was die Verbesserungen und so angeht. Minimap is a little map in the top right corner. Overlay is what we had in the past in D2, where you have this semi-transparency of the large-scale map over your actual gameplay. D4 does not have an overlay map. A lot of people are asking for it. What's the reason for no overlay? Yeah, so when you're playing through an action RPG and you're playing through that core loop, you're basically switching between two modes of behavior, right? You're killing monsters or you're navigating. And you're switching back and forth between those really quickly. And so it can be helpful to have that be as fast as possible so that you can I just killed those monsters. Okay, where am I going to go? Is there an objective to the left or right? Right. And so the overlay map is very effective at doing that. In fact, it's so effective that it's up there's no reason to ever close it. And so there are a lot of solutions that we've seen different games do in terms of like trying to mitigate sort of its effects on combat in terms of fading areas around the player or other things like that. What we're trying to do is we're trying to keep the combat and navigation spaces as clean as possible by separating them a little bit more. And so that's why you see the mini-map, you see the pin system on the map, you see, in certain cases, edge of screen indicators on the mini-map. We want to add more of those kinds of things. But ultimately, you know, our goal is to make sure that players, when they're going back and forth between combat mode and navigation mode, that they have the tools that they need to do it efficiently and they don't feel like it's a huge hassle. So we're going to be continuing to look at this feedback. For launch, you know, you won't have an overlay map. We're trying to make that experience as smooth as possible. But we're going to continue to listen to player feedback on this. Okay, das war jetzt wieder so eine Antwort, die keine war. Also der Riker fragte, wie das ist. Damals in den alten Diablos hatten wir ja diese Overlay-Map. Also wir konnten uns quasi so eine transparente Map über unser Spielbild legen. Was ich zum Beispiel sehr praktisch fand. Habe fast immer damit gespielt. In Diablo 4 gibt es das nicht, sondern nur eine Minimap. Und er hat gefragt,
Ne, warum an nicht? Also was ist der interesting Grund, effect warum of habt ihr that is diese that, Overlay-Map weggenommen? you might not Und always der notice when Entwickler you're sagte going jetzt down a floor into so a lower sinngemäß floor. von There is wegen, a, ja, you know, there are es staircases gibt and so certain zwei moments where that shows up and there's UI Zustände, that in denen appears, man that shows up. einen But in RPG many spielt. cases, our Einmal, dungeons do indem have man multiple durch die floors, Levels and because it's so seamless, you navigiert don't always und notice. einmal Now, eben in terms der of, Kampf an sich. Und you man know, wollte when you think eben, back dass to der Diablo Spieler 1 sich and wieder adventuring down mehr to the auf das cathedral, Spiel it's und this weniger auf very, dieses deep, Navigieren konzentriert, weil man dungeon, quasi, weil sie our so dungeon tech can allumfassend certainly praktisch do war, that eigentlich too. nur noch die Overlay-Map Something anhatte that und somit could gar be nichts a mehr cool vom option. Spiel gesehen hat. Deshalb haben sie jetzt versucht, die With regards to Minimap PvP, eben is there any so kind of instancing to gut zu separate out designen, dass man auf solo der players Minimap versus alles groups, or sehen are we kann. gonna see like 4-man squads ganking lonely players? Finde ich Yeah, jetzt you will keinen see guten four-man Ersatz, squads weil ganking die lonely Overlay-Map war unschlagbar. Aber was ganz I wanna make interessant sure war, I'm er really sagte clear auch, about this. zu Release The wird es eben so fields of sein, hatred dass that we es have in keine Diablo 4 Overlay-Map are geben not a wird, place for aber fear. They're a place for slaughter. sie werden And so weiterhin if you auf go die into those Community spaces, be hören. mindful that Und you wenn are es sich entering nach a Release eben chaotic rausstellt, realm of dass danger and für threat, that's viele the Spieler fantasy. That's what we're trying es to do. vielleicht doch ganz Now, sinnvoll ist, players diese who go into Overlay-Map spaces drin might zu haben, dann ist es nicht be ausgeschlossen, fortunate dass sie to nicht find auch there's a noch number of other kommt. players that are trying to peacefully farm up, in various resources while they're fighting there, and not actually be interested in engaging in PvP immediately. That also is a situation you might occasionally find yourself in. Maybe you decide that you want to take advantage of them, and you show up and decide that you want to go and gank those players and take their things. Greed gets the best of us all at some point in time. But I want to make it really clear that there are things in place in terms of how we bucket players by level and things like that to ensure that you're not always going up against like really, really high level players at a very, very low level. But in terms of like, I'm walking in this space, is there any guarantee that there aren't 3 people somewhere roaming around this area looking to gank lonely people like me? The answer is there is no mechanic in place to prevent that from occurring. So you need to be mindful of that when you're walking around here. Go in there with friends, or walk in and be prepared to occasionally die. Especially when you immediately walk into a field of hatred. If you were to immediately get killed by other players, there's actually no real penalty for you in that case. That you haven't started to acquire any of the PvP resources in that zone yet anyway. So they have nothing to gain from killing, and you have nothing to lose as a result of that death. So, yeah, things to experiment with, but go in with the right set of expectations. But there is some pseudo matchmaking to stop like level 100 players ganking level 25 Ich habe sie jetzt nicht vermisst, da man ja Marker setzen konnte und man hatte die Minimap und auch eine große Map. Aber klar, so eine Overlay-Map ist auch praktisch, das stimmt. Also ich habe tatsächlich definitiv in Diablo 2 habe ich, glaube ich, fast durchgehend nur mit der Overlay-Map gespielt, weil die halt wirklich super praktisch war. Du hattest halt wirklich diese Map quasi über dein komplettes Spielbild, aber da hat er auch recht gehabt. Also am Ende war es dann wirklich teilweise so, dass man gar nicht mehr auf seinen Charakter selbst geguckt hat, sondern nur noch auf dem Pfeil auf der Overlay-Map und eigentlich nur den Pfeil durch die Overlay-Map gesteuert hat. Also von daher, Punkt für ihn, muss ich ihm recht geben. The locations that you can do that, there are several locations, typically active at a time. So you can sort of do some strategizing about where there might be enemy players and where it might be safe. That's right. When an altar is being used to purify those shards of hatred into red dust, you'll actually see a notification on your map letting you know where that's actually occurring. So if you see that there's a lot of activity in the northwestern part of the zone, maybe that's a great time to sneak over to the southeastern side and try to quietly and quickly cleanse some red dust of your own. Because once it's cleansed, you can't lose it. You don't drop it. Right. Yeah. Awesome. We have a lot of questions related to like seasonal stuff and battle pass stuff. I just want to note that we actually are our next live stream. Es wird noch ein Livestream geben. Soon TM will be actually focusing a little bit on our seasonal structure as well as battle pass and so forth. So we're actually going to leave those comments specifically for that. I keep looking down at the monitor and the people in production behind me keep going, Adam, what's wrong with you? That's just me. In regards to other quick questions that we do have, I'm going to just lightning off a few questions that have been coming up. These are kind of related, I would say, but one is co-op on PC. Have we looked at doing something like that? And then separately, mouse and keyboard on console. Is that something that we've also looked into? No couch co-op on PC, no mouse and keyboard on console.
There you go. Mainly because Overlay-Map braucht keiner, bin auch ohne zufrieden. Ja, du bist ohne zufrieden. Ich mag Overlay-Maps. On one PC is a little difficult. And then on console, right now it's just controller play. And, as we get past launch and so forth, we'll look at more into feedback and everything from that end. I guess last question from me. With regards to the crafting system, can we expect that to be something that is built up to be more robust over time with regards to either seasons or, again, expansions? Oh, yes. So Diablo 4 is a game about killing monsters, collecting loot, screwing around with that loot to do fun things and make it get more performance out of it, modifying those things, looking for the right affix. Yeah, we're going to absolutely continue to be just changing some of the crafting options, modifying them, providing new options that don't exist right now, building upon things we already have in place. You can expect to see a lot of things. Gibt es noch eine Beta oder ein früheres Release? Es gibt noch eine Beta vom 12. bis 14. Mai. Change, update, and modify the systems we have in place right now. So yeah, you'll definitely see more crafting features over the course of time. Awesome. Okay, es wird in Zukunft auch noch mehr Crafting-Features geben, hat er gerade mal so nebenbei gedroppt, was auch immer und wie auch immer die aussehen. Beziehungsweise man wird diese noch weiter ausbauen, sagen wir so. Let's see. This is an interesting question. If you're on your mount, can you actually pick up crafting materials and stuff like that while you're on your mount in the overworld? There are a number of simple actions you can perform when you're on your mount. I believe right now you can pick up herbs when you're mounted. Yes. Okay, wenn man auf dem Pferd ist, kann man auf jeden Fall Crafting-Materialien einsammeln. Also man muss nicht absteigen dafür. A lot of people are talking about WASD movement right now. We don't have any plans for incorporating that. It's something that we may look into post-launch or whatnot from our end. Cool. I think we got a decent amount of questions in. Talked about this, the beta learnings and, of course, all the information about Endgame. And the Server Slam. And the Server Slam. Ashiba's Server Slam. Yeah. Yeah. You mentioned WASD movement. So no, WASD movement will not be in the game at launch, but in the Server Slam. 199 Daumen nach oben, kommen die 200, die schaffen wir dann noch. Es fehlt da ein Daumen für 200 Daumen. And we want to continue to add more ways to customize the control scheme in the way that you're thinking of. So something that we're thinking about for the future. Exactly. So thank you guys again, and thank you, Riker, for joining us this week. I know you've had a opportunity to play through the game quite a lot. We've just stuck him in a room. He's really just played the game a ton this week. But we really appreciate everyone tuning in for the Diablo 4 Developer Update live stream. Again, our next live stream will be sometime in May. Okay, also irgendwann im Mai, oh, jetzt kamen gerade noch ein paar Daumen rein. Danke, Leute, danke. Also irgendwann im Mai wird es nochmal sowas hier geben, nochmal einen Entwickler-Livestream. Es gibt noch kein konkretes Datum, aber irgendwann im Mai. Highly recommend checking it out if you haven't. And then, of course, with Diablo Immortal, they just came out with a big update about a week or two ago that added a new PvP system into the game. So make sure to check that out if you haven't as well. For Diablo 2, we do want to announce one quick thing as well, which is the Diablo 2 Season 4 Diablo 2 Season 4 will actually begin on May 4th. So we did want to get that out. Na, so guck mal, Diablo 2 Resurrected. Season 4 beginnt am 4. Mai. Könnte ich auch mal wieder auspacken. Get prepped for it, take time off, call off from work. We'll give you a doctor's note. It's perfect. So, but yes, ja, thank you guys cool. again Leute, for, ich muss mich bedanken für wirklich einen netten Abend mit euch. Thank you again, Riker. Über 400 Zuschauer, beziehungsweise so straight durchgehend fast im Schnitt 400 Zuschauer. Das war wirklich stabil. 255 Daumen nach oben stand jetzt. Vielen, vielen Dank. Auch nochmal vielen Dank an die Leute, die noch Kanalmember geworden sind während des Streams, an die Leute, die noch ein Trinkgeld da
dagelassen haben. Vielen Dank an euch. Es war ganz interessant gewesen. Also es hätte noch ein bisschen mehr News geben können. Vieles kannten wir schon aus dem Blog-Eintrag. Aber okay, dafür haben sie hier nochmal ausführlicher darüber gesprochen. Wir haben auf jeden Fall die News bekommen, die ich am Anfang vorausgesagt habe. Und zwar wird es noch eine Beta geben vom 12. bis zum 14. Mai. Da werden wir mit Sicherheit auch reingucken. Ja, vielen Dank an euch alle für den netten Abend. Natürlich wird es hier auf dem Kanal auch weiterhin Diablo-Content geben, aber ich versuche halt, wenn, dann immer nur Videos zu machen, wenn es sich auch lohnt und eben nicht, wie wir das vorhin kurz angesprochen haben, für irgendeinen Mini-Forts-Eintrag, der nicht viel aussagt, möchte ich keine 10-Minuten-Videos machen. Das ist nicht mein Stil. Von daher, wenn was kommt, dann wirklich auch zu interessanten Dingen, die ich interessant finde. Und definitiv werden wir sowas hier auch dann immer wieder streamen. Also, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr das Ganze hier mit mir angeschaut habt. War ein super Abend, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wer Bock hat, kann jetzt noch ins Resident Evil Let's Play reinschauen. Oder ab morgen in ein anderes Spiel, zu dem ich aber noch nichts sagen darf. Könnte auch was mit Zombies zu tun haben. Also, mal schauen, was das ist. Macht euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Reingehauen.